Herzlich willkommen bei Rennrad News. Hinter mir steht ein neues Cannondale Supercross. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wer sich für Cyclocross interessiert, so wie ich, der hat den Namen auf jeden Fall schon mal gehört, denn das war das alte Cyclocross-Rad von Cannondale. Jetzt ist es ein Race Gravel Bike und ein Cyclocross-Rad und alles über das neue Rad erfahrt ihr hier. Ja, da steht es hinter mir. Das neue Cannondale Supercross ist der Nachfolger des Cannondale Super Six Evo CX und des Cannondale Super Six Evo SE. Den Namen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, denn damit hat unter anderem Lachlan Morton letztes Jahr Unbound Gravel gewonnen, und zwar die 200-Meilen-Distanz mit einer neuen Rekordzeit. Also ein Race Gravel Bike war es schon und ist es jetzt noch mehr geworden. Jedenfalls ein sehr erfolgreiches Race Gravel Bike. Und was Cannondale getan hat, um es noch mehr für den Race Gravel Einsatz zu optimieren, seht ihr gleich am Rahmen. Ihr seht vorne zum Beispiel, dass der Rahmen ein bisschen aerodynamischer geworden ist. Das gesamte Rad ist aerodynamischer geworden und Cannondale war sogar damit im Windtunnel. 1,6 Watt spart es bei 35 km/h. Das ist so die Durchschnittsgeschwindigkeit, die bei Rennen wie Unbound übrigens gefahren wird, also wirklich richtig schnell auf dem Schotter. Ja, bei dieser Geschwindigkeit spart es 1,6 Watt gegenüber dem Vorgänger. Das hört sich nicht nach viel an, ist aber doch viel, weil ihr seid auch Zahlen gewohnt von anderen Herstellern, die immer sich oft auf 45 km/h beziehen, von Aero-Rennrädern zum Beispiel, und 1,6 Watt ist schon ein ordentlicher Wert. Und da sind einige Maßnahmen von Cannondale erfolgt, die das möglich machen. Und zwar ist das einmal die Rahmenform im vorderen Bereich, die unterscheidet sich deutlich zum Vorgänger. Die Leitungen und Kabel, mechanisch kann man das Rad auch fahren, sind komplett im Rahmen integriert. Auch hier an dieser Version, unserem Testrad, sind die komplett im Rahmen integriert. Für die Top-Version, das Cannondale Supercross Lab 71, gibt es sogar ein Cockpit, wie ihr das schon vom Super Six Evo Lab 71 kennt, also dieses Mono-Cockpit. Ja, und da sind die Kabel noch stärker integriert als hier. Ja, was gibt es noch zu sehen? Also das Unterrohr ist so ein bisschen Camtail-Profil, unten rund, oben abgeflacht. Und hier seht ihr auch eine neue Flasche, die Cannondale dem Rad mitgegeben hat. Die ist auch aerodynamisch optimiert. Die ist so ein bisschen, wie ihr es vielleicht vom Trek Madone SLR kennt, was wir übrigens schon getestet haben, so an der Seite so abgeflacht, um eben noch aerodynamischer zu sein. Ja, das war das Thema Aerodynamik. Dann sagt Cannondale, sie haben das Rad komfortabler gemacht. Was ihr schon kennt vielleicht, ist diese D-förmige Sattelstütze. Die ist hinten halt auch abgeflacht wie dieses Oberrohr und soll dadurch mehr Komfort spenden. Aber auch die Rahmenformen wurden nochmal angepasst. Ihr kennt vielleicht auch schon von Cannondale, vom Synapse, diese leicht gebogene Sitzrohrkonstruktion. Und die soll eben möglich machen, dass der Hinterbau flext, und entsprechend schlank sind auch die Sitzstreben und tief angesetzt. Und hier eben nochmal die D-förmige Sattelstütze, die eben auch Komfort spenden soll. Nächster Punkt, die Reifenfreiheit. Cannondale gibt dem Rad eine Reifenfreiheit von 48 mm hinten in 700C und 51 mm vorne mit. Also das ist richtig ordentlich für ein Race Gravel Bike. Mehr als das Vorgängermodell hatte. Das Super Six Evo CX zum Beispiel hatte 45 mm und das war für ein Crossrad, als das ja angepriesen wurde, schon richtig viel. Aber das hat jetzt eben nochmal ein paar Millimeter mehr. Ja, und wenn wir uns den Rahmen dann noch genauer anschauen, dann schauen wir mal auf die Ösen oder Gewindeeinsätze, die da so dran sind. Und das sind nicht viele. Wenn ihr also ein Bikepacking-Rad sucht, dann seid ihr mit diesem Cannondale Supercross der neuesten Generation nicht so gut bedient, denn die einzigen zusätzlichen Montagepunkte, die es hat, sind für eine Snackbox am Oberrohr. Die sind schön abgedenkt, damit es schön smooth aussieht und auch windschnittig aussieht. Und das sind die einzigen zusätzlichen, die es gibt. Ansonsten gibt es halt die zwei Flaschenhalterpaare im Rahmen. Und das war's. Keine Schutzbleche, keine Bikepacking-Halter für die Gabel. Den ganzen Kram werdet ihr an dem Rad nicht finden. Es soll wirklich ein schnelles Rad sein. Könnt ihr deswegen wenig mitnehmen? Nein, ihr könnt jede Menge mitnehmen, denn Cannondale gibt dem Rad eine richtig großzügige Gewichtszulassung mit. 150 Kilo dürft ihr mitnehmen. Ein letzter Blick noch auf die anderen Details des Rahmens. Da ist zum Beispiel ein BSA-Innenlager. Das finde ich schön, weil es wartungsarm ist. Dann hat das Rad auch den Cannondale Delta Steerer. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein dreiecksförmiger Gabelschaft anstatt diesem runden Gabelschaft, den man kennt. Und der schafft eben Platz für die interne Leitungsverlegung. Und den hat das Rad auch. Das heißt, er ist nicht ohne weiteres kompatibel mit allen Vorbausystemen. Andererseits ist eben dadurch dieses schlanke Steuerrohr möglich. Ja, und dann hat das Rad natürlich inzwischen auch, wie die meisten neuen Gravelbikes, eine UDH-Schaltwerksaufnahme und kann eben auch mit der neuen SRAM Red Explore 13-fach Gruppe gefahren werden.
Ja, und damit habe ich schon eine weitere Neuheit angedeutet, denn SRAM Red Explorer 13-fach, die gibt es natürlich für das Topmodell und das Topmodell ist in dem Fall ein ebenfalls komplett neues Cannondale Supercross Lab 71. Und Lab 71, das wisst ihr ja, steht für die ausgereizte Carbonfertigung bei Cannondale, für die High-End-Carbonfertigung, und das Rahmenset des Lab 71 Modells, des Top-Modells, das ist nochmal 100 Gramm leichter als der Rahmen dieses Modells, was hier hinter mir steht, was sozusagen das zweite nach dem obersten Modell ist. Und ja, das ist einiges. Also wer das super leichte Cannondale Supercross will, der muss das Lab 71 wählen, ähnlich wie beim Super 6 Evo High Mod. Bevor wir jetzt mit den Ausstattungen weitermachen, noch die letzte Sache. Kann man mit dem Rad weiterhin Cross fahren? Ja, sagt Cannondale eindeutig. Macht euch 33 mm Reifen dran, geht mit dem Rad auf den Crosskurs. Das Rad ist nach wie vor zum Crossfahren geeignet und man erkennt es unter anderem an dem abgeflachten Oberrohr, das nach wie vor sehr gut zum Schultern geeignet ist. Es hat eben aber auch eine klassische Cross-Geometrie, da komme ich gleich noch zu. Schauen wir uns kurz die Ausstattungen an. Es geht eben los mit dem Cannondale Supercross Lab 71 für 14.999 €. Ein richtig stolzer Preis. Gewichte wollte uns Cannondale übrigens noch nicht sagen von Kompletträdern. Das Rad hinter mir haben wir gewogen und das wiegt 8,25 Kilo mit dem Flaschenhalter, aber ohne die Flasche und ohne Pedale. Das Lab 71 Supercross gibt es auch als Rahmenset und dann kostet es 5.499 €. Außerdem gibt es eben auch das Modell, was mir hinter mir steht, mit Shimano GRX Di2 und das kostet 6.999 €. Und darunter gibt es noch ein Modell mit Shimano GRX mechanisch, 820er Gruppe und das kostet 4.499 €. Und wenn wir uns die Unterschiede in den einzelnen Ausstattungen noch mal ein bisschen anschauen, dann gibt es bei dem Topmodell Lab 71 Reserve GR 4044 Carbonlaufräder mit dazu, die wir auch an diesem Rad haben. Aber nur am Lab 71 gibt es das Monocockpit. Das Monocockpit gibt es hier an diesem Rad nicht mehr. Die Laufräder sind dabei, sage ich gleich noch mal was zu den Laufrädern. Und eben die Shimano GRX Di2 Zweifachgruppe. Und am Einstiegsmodell Supercross 3 heißt das, da gibt es die mechanische GRX gepaart mit DT Swiss G1800 Gravel-Laufrädern und eben auch einer Zweifachausstattung. Ja, Laufräder sind bei Race Gravel Bikes natürlich immer ein Thema. Hier sind eben die Reserve GR 4044 für die differenzierten Felgenhöhen stehen diese beiden Zahlen. Diese sind hier montiert und das sind Felgen, Carbonfelgen mit einer richtig großen Innenweite von 27,4 mm und das Felgenprofil dieser Carbonfelgen, das sieht man von oben schon, ist auf natürlich aerodynamisch optimiert und Reserve sagt, dass es für turbulente Luftströme optimiert ist. Also normalerweise werden Aerolaufräder ja für einen von der Front oder leicht seitlich kommenden Luftstrom optimiert, aber Reserve nutzt ein spezielles Verfahren, das den Wind verwirbelt und will dadurch realistischere Zahlen für seine Aerolaufräder herausgeben können. Ich wollte es gesagt haben, macht euch selber eine Meinung, was ihr davon haltet. Jedenfalls Aerolaufräder in einem ersten kleinen Fahrtest, mehr zum Fahren kommt später noch, fand ich die jetzt sehr seitenwindstabil. Hier hat es heute, als wir die erste Fotorunde gedreht haben, ordentlich gewindet und ich fand die sehr seitenwindstabil. Ob sie auch schnell sind, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall die Innenweite ideal für breite Reifen, wie sie das Rad eben auch aufnehmen kann. Und runter bis 30 mm könnt ihr damit fahren, so breit sind die. In den Laufrädern drehen sich DT Swiss 370 Naben, also richtig robuste Nabentechnik. Ja, und auch die Reifen finde ich interessant. Das sind die Reifen von Vittoria, die extra für den Langstreckeneinsatz auf Gravel entwickelt wurden, mit einer extra Pannenschutzlage sowohl unter der Lauffläche als auch an der Seite. Also wirklich robuste Reifen mit einem Allround-Profil. Zwar Stollen in der Mitte, aber enger zusammen und aber auch besonders Schulterstollen, ein bisschen ausgeprägtere Schulterstollen, also Reifen, die auf jeder Art von Terrain eine gute Figur machen. Ich würde sie so eher auf dem Schotter sehen als auf langem Straßeneinsatz. Und ja, dazu auch später mehr im Fahreindruck. Letzter Blick auf die Übersetzung der GRX. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, 4831 Kettenblatt mit 1134 Kassette hinten. Das ist eine echte Allround-Übersetzung und ich finde gerade für so ein Rad wie das, was hinter mir steht, genau passend, denn die Zweifachübersetzung erlaubt einerseits ein breites Spektrum, andererseits natürlich auch enge Gangsprünge, wenn ihr auf dem großen Blatt fahrt. Kommen wir zur Geometrie. Wer Cannondale schon länger kennt auch die Out-Front-Geometrie. Die gibt es bei diesem Rad auch und
Cannondale sagt, die Geometrie hat sich gegenüber dem Supercross und dem Super 6 Evo CX eigentlich gar nicht geändert. Und wir haben das in unser Geometrie-Vergleichstool eingegeben und das stimmt, was die Sitzposition angeht, zu 100%. Aber so ein paar Millimeter haben sich doch verändert. Nichts wirklich Weltbewegendes, aber ich wollte es nochmal sagen. Ihr könnt es in unserem Geometrie-Tool euch selber angucken. Ja, und die Geometrie ist eben die Cannondale-typische Out-Front-Geometrie für die Geländerennräder. Das bedeutet, der Lenkwinkel ist ein bisschen steiler, 71 Grad in dem Fall. Und die Vorbiegung der Gabel, wie weit die Gabel nach vorne gebogen ist ein bisschen größer, 55 mm hier in dem Fall. Und dadurch geht die ganze Front ein bisschen weiter nach vorne, obwohl, und das ist der andere typische Fall bei der Cannondale-Geometrie, der Reach eher klassisch ist. Also der Reach des Rades ist eher wie beim Rennrad, nicht besonders groß. Zum Vergleich zum Beispiel mal ein Specialized Crux hat einen deutlich längeren Reach und nicht so eine große Gabelvorbiegung und kommt auf einen ähnlichen, ziemlich langen Radstand wie hier das Cannondale Supercross. Kettenstreben sind bei beiden Rädern ungefähr gleich lang. Ja, und das resultiert dann eben in einer Sitzposition, die auch ziemlich sich wie auf dem Rennrad anfühlt. Drauf sitzen konnte ich ja schon. Und wenn das Rad so hier eingestellt ist wie bei mir, dann ist die Überhöhung zwischen Sattel, meine Sattelhöhe 760 mm, ich bin 1,80 groß, dann ist die Überhöhung 9 cm zum Lenker und ich habe hier 2 cm Spacer montiert. Daran könnt ihr auch schon sehen, dass es jetzt nicht so eine richtig racy, sportliche Geometrie wie beispielsweise bei einem Aero-Rennrad ist, sondern ein bisschen eine komfortablere Geometrie. Eher wie bei einem klassischen Crossrad, also ein bisschen aufrechtere Sitzposition, wenn auch nicht zu aufrecht. Und ich sag mal, ein Stackwert, die liegen so um die 1,49 in den mittleren Rahmengrößen. Und zum Vergleich jetzt zum Beispiel mal ein Aero-Rennrad, das hat schon mal auch so 1,41, 1,42, je nachdem. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Auch zum Beispiel zu noch deutlich race-orientierteren Rennrädern, wie zum Beispiel den BMC Kaios. Wie gesagt, könnt ihr alles in unserem Geometrie-Tool selber auch nochmal vergleichen. Ja, und das waren eigentlich schon die wichtigsten Fakten zum Cannondale Supercross 2025. Und natürlich sind wir das Rad auch gefahren und zum Fahreindruck kommen wir jetzt. Vom Crossrad zum Gravel Racebike kann das gehen. Das haben wir natürlich ausprobiert. Einige 100 Kilometer hat das Cannondale Supercross schon abgespult. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich bin das Rad schon mal beim Unique Supercross gefahren, als Testrad sozusagen, einfach aus einem Stand raus, der da zur Verfügung stand. Und ich fand, dass es schon als Crossrad, sage ich mal, eine sehr vertrauensstiftende Auslegung hatte. Mir fiel das wirklich leichter, mit diesem damaligen Testrad die Schräghangpassagen zu fahren oder die matschigen Passagen, wo man viel Gefühl am Lenker braucht, wo das Rad auch so ein bisschen sich selbst durch den Matsch durchdrücken muss. Also das war da schon eine vertrauensstiftende Geometrie. Und dafür muss man in den Kurven ein bisschen Nachdruck geben. Also die Out-Front-Geometrie hat so ein bisschen einen Agilitätsnachteil, sage ich mal. Und das hat sich nicht geändert. Das ist geblieben. Die Geometrie ist die gleiche. Und damit ist auch schon gesagt, wie das Rad als Crossrad funktioniert. Funktioniert gut und vor allen Dingen wahrscheinlich für Einsteiger auch wirklich eine gute Sache. Wie funktioniert es als Race-Gravel-Bike? Das war jetzt die spannende Frage. Und da ist der erste Eindruck gleich bestechend, und zwar geht das Rad auf der Straße richtig nach vorne. Ich bin inzwischen ein paar Race Gravel Bikes gefahren, zum Beispiel das Rose Vecroad FF. Das war das letzte Race Gravel Bike, was ich gefahren bin, und das war vom Fahreindruck eins der schnellsten. Und dahinter, würde ich sagen, kommt gleich dieses Rad. Es rollt wirklich schnell auf der Straße und es will einfach schnell geradeaus laufen. Und da kann man noch in Rechnung stellen, dass ja hier diese Vittoria Tirreno T50 Reifen montiert sind, und die sind wahrscheinlich mutmaßlich keine besonders guten Leichtläufer. Also mit richtigen Race Gravel Reifen, wie zum Beispiel dem Schwalbe G1 RS, der ja ein sehr beliebter Reifen ist bei Gravel Racern, ist es wahrscheinlich noch schneller. Ja, für mich trifft dabei die Sitzposition, die ja nicht ganz so racy ist wie bei einem ausgesprochenen Race Gravel Bike, wie zum Beispiel BMC Kaios oder auch eben dem angesprochenen Rose Vecroad, wenn man diesen Rice-Lenker entfernt. Da trifft für mich diese Sitzposition besser den Sweet Spot aus Renngeometrie und, sage ich mal, Langstreckensitzposition. Richtig lange Strecken bin ich noch nicht gefahren, aber es fühlt sich so an, als könnte ich das mit diesem Rad sehr gut machen. Also ich hatte überhaupt keine Ermüdungserscheinungen im Rücken. Ich bin nicht so richtig gut durchtrainiert im Rücken. Also das ist auch ein Rad, mit dem man sicher sehr gut Langstrecken fahren kann, aber mit ordentlich Tempo.
Ja, und dabei passt zumindest an diesem Rad auch die Lenkerbreite. In der Serie ist leider ein anderes Cockpit montiert als hier an diesem Rad. Da kommt ein Vision Trimax Aero Cockpit zum Einsatz, was aber viel besser passt als dieses eher runde Carbon Cockpit, was an unserem Testbike montiert ist. Kommen wir zur Kernkompetenz des Cannondale Supercross. Das ist natürlich das schnelle Graveln auf rauen Pisten, aber auch auf feineren Pisten. Und da muss ich sagen, brilliert das Rad wirklich. Wenn ihr euch jetzt einfach so einen geschwungenen Waldweg vorstellt, der so mit 4 bis 5% bergab geht, da liegt das Rad richtig satt in der Kurve. Zum einen, also es gibt sehr viel Vertrauen in schnell gefahrenen Kurven. Es läuft aber auch einfach super geradeaus, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist eben zum einen ein Effekt dieser Out-Front-Geometrie, zum anderen ist das Rad aber auch super steif und stabil. Also das lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Die Reserve-Laufräder machen einen sehr steifen Eindruck. Auch da vermitteln die nochmal zusätzliche Sicherheit. Außerdem stützen sie den Reifen sehr gut ab. Auch da entsteht kein wabbeliges Fahrgefühl, auch wenn ihr mit niedrigen Drücken fahrt. Ich bin so mit 2,0 bis 2,2 Bar gefahren, hinten 2,5 Bar, also vorne 2,2, hinten 2,5 Bar und das geht sehr gut. So, und jetzt kommt der richtig bestechende Eindruck an diesem Rad und das ist der Komfort. Cannondale hat mehr Komfort versprochen und hat es auch geliefert. Also wie man auf diesem Rad sitzt, wie es die Schläge am Gesäß wirklich gut dämpft, obwohl dieser Pologo-Sattel eher zu den harten gehört, unserer Erfahrung nach. Das ist wirklich beeindruckend. Es ist jetzt nicht so eine Sänfte wie ein Trek Checkmate SLR mit diesem Isospeed-Konzept, was wir schon getestet haben, oder ein Giant Revolt Advance mit dieser sehr weit ausgezogenen Sattelstütze, die wir schon getestet haben, sondern es ist so ein fein abgestimmter Komfort und es hat mich wirklich begeistert von dem Rad. Es dämpft Vibrationen wirklich spürbar, auch an der Front, was man angesichts dieser Gabel, die ja wirklich eher breit ausgelegt ist, gar nicht vermuten würde. Es dämpft auch an der Front Vibrationen spürbar, also da fühlt es sich wirklich nicht so hart an wie manche anderen Gravel-Bikes. Und aber auch am Gesäß kommen die Vibrationen spürbar gedämpft an. Und dabei würde ich auch diesen Vittoria T50 Reifen auch keine besondere Souplesse unterstellen, denn die sind an den Seitenwänden verstärkt und auch unter der Lauffläche haben sie nochmal einen Breaker gegen Pannenschutz, also sie sind eher auf Pannenschutz ausgelegt und solche Reifen sind normalerweise nicht besonders Zappel, sage ich mal. Was fehlt noch auf? Die Laufräder sind überhaupt nicht seitenwindempfindlich, obwohl es ja Aero-Laufräder sind und ich glaube, das auch zu spüren, dass das Rad ein bisschen aerodynamischer ist, kann ich natürlich schwer sagen, ob das am Rahmen liegt oder an den Laufrädern, wahrscheinlich aus dem Paket aus allem. Ich fühle mich jedenfalls leicht beschleunigt. Dann hört ihr überhaupt kein Freilaufgeräusch, also der Freilauf dieser DT Swiss 370 Narben ist absolut leise und ihr könnt hier die Stille wie hier im Wald wirklich genießen. Ich kann auch die Vögel hören, während ich fahre. Letzter Punkt, die Übersetzung. Die Shimano GRX Di2 mit dieser 4831 1134 Abstufung passt gut zum Race Gravel Einsatz. Ihr habt in den hohen Geschwindigkeiten akzeptable Gangsprünge oder sogar gute Gangsprünge von 7 bis 8%, wenn ihr die Kettenblätter wechselt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel zwischen 25 und 32 km/h auf dem kleinen Blatt fahren und dann, wenn ihr noch schneller fahren wollt, aufs große wechseln und habt dann entsprechende Gangsprünge. Müsst nicht dauernd hin und her schalten dazu. Und ja, das passt gut zum Race Gravel Einsatz. Ein bisschen starke Waden verlangt es, wenn es steil berghoch geht. Also an richtig steilen Stichen müsst ihr schon ordentlich reintreten. Da wäre vielleicht für den einen oder anderen so ein Einfach-Setup mit MTB-Kassette hinten besser. Absolut zuverlässig und auch wirklich gelungen finde ich die Shimano GRX Di2 Gruppe. Die Funktion war über jeden Zweifel erhaben, richtig leise, geschmeidige, schnelle Gangwechsel, vorne wie hinten. Die Bremsen sind richtig bissig. Da könnten sich Einsteiger auch mal mit überfordert fühlen, vor allen Dingen, weil hinten eine 160er Scheibe montiert ist. Also die packen ordentlich zu, da hat man das Hinterrad auf dem Gravelweg auch schon mal schnell blockiert, wenn man nicht viel Fingerspitzengefühl walten lässt. Aber sonst die Bremsfunktion dieser Gruppe in dieser Preisklasse absolut top. Vielleicht nicht ganz unwichtig, diese Flasche, die ja zum Rad gehört in gewisser Weise und die Aerodynamik unterstützt, lässt sich gut trinken, also die ist schön flexibel und ihr könnt die Flüssigkeit gut rausdrücken. Was mir gefehlt hat, ist eindeutig ein Powermeter. Ich finde, der könnte bei der Preisklasse auf jeden Fall an Bord sein. Vorbildlich ist dagegen zum Beispiel die Gewichtszulassung mit 150 Kilo, hat Cannondale da auch an schwere und große Fahrerinnen und Fahrer gedacht. Und damit gleich zum Testfazit zum neuen Cannondale Supercross 2025. Für mich trifft das Rad eine Lücke im aktuellen Race Gravel Segment, denn es hat keine supersportliche Sitzposition, eher eine langstreckentaugliche Sitzposition. Gleichzeitig ist es aber super schnell, wenn man sich so positioniert, also in dieser belgischen Position, die man mit diesem Rad auch ein bisschen einfacher fahren kann, muss man sagen, als mit so richtig knackig sportlichen Race Gravel Bikes.
dann scheint die aerodynamische Optimierung wirklich aufzugehen. Das Rad ist schnell auf der Straße, es funktioniert auf dem Crosskurs, also es hat viele Eigenschaften, die es zu einem echten Allrounder machen. Auch die Reifenfreiheit passt zu einem vielseitigen Einsatz. Bikepacking kann es nicht, das kann man aber verschmerzen, denn es ist hervorragend auf den vorgesehenen Einsatzbereich vorbereitet. Auch das Gewicht stimmt, zählt eindeutig zu einem der leichtesten Gravelbikes dieser Klasse. Nur der Preis ist wirklich ordentlich. Es gibt teurere natürlich, aber es gibt auch günstigere Race Gravelbikes mit ähnlichen Eigenschaften, allerdings keine mit einem vergleichbaren Komfort, finde ich. Unterm Strich gehört das Cannondale Supercross 2025 damit zu den interessantesten Race Gravelbikes in 2025. Und wenn ihr mehr spannende Race Gravelbikes sehen wollt, dann schaut euch auch unser Video dazu an, das ich euch hier oben verlinke. Das war mein erster Eindruck vom Cannondale Supercross 2025. Ich hoffe, ihr habt einiges mitbekommen aus diesem Video, was ihr für eure Kaufentscheidung verwenden könnt. Stellt mir gerne Fragen in den Kommentaren, fragt auch im Rennrad-News-Forum, was ihr loswerden wollt. Dort gibt es immer ein Thema auch zu jedem Test, den wir hier veröffentlichen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Test wieder dabei seid.